Freunde, schön, dass ihr da seid. Willkommen in der Wohnzimmerwerkstatt. Es ist was mega Cooles passiert. Ich bekomme unten in der Kellerwerkstatt einen Raum mehr. Aktuell ist es das krasseste Chaos ever. Ich warte jetzt schon ein Jahr, dass ich da reinkomme. Jetzt ist es endlich soweit. Ich bin mega hyped. Let's go. Bei 2 Wänden ist mir die Tapete schon entgegengekommen. Deswegen habe ich das mal alles abgekratzt und mit Tiefengrund ordentlich vorbehandelt. Morgen geht's hier richtig los. Hier wird alles gestrichen und so, alles rausgeräumt. Ich bin mega gespannt, Leute. Es wird krank. Okay, Freunde, es geht los. Der große Umbau startet. Wir fangen erstmal an, alles hier leer zu räumen, logischerweise. Alles raus, next step, hier schön aufräumen, abkleben, vorbereiten zum Streichen. Woo! Das ist mega krass, wir sind super schnell mit so vielen Leuten. Folie auslegen und dann wird aber wirklich bald gestrichen. Alle Kabeln wurden einfach mit Wandfarbe übermalt. Wir machen jetzt einfach das gleiche, aber wir sprühen. Für die Gestaltung, wie diese Werkstatt hier quasi aufgebaut werden soll, habe ich mir Folgendes überlegt. Hard Facts, wir haben hier, habe ich eigentlich noch nie ausgemessen. Wir messen es kurz aus. Okay, wir haben knapp 40 Quadratmeter in diesen beiden Räumen zusammen. Dieser 16 Quadratmeter große Raum wird vor allem Lager, ich habe ja viel Zeug, und Metallverarbeitung. Der 24 Quadratmeter große Raum wird Hauptwerkstatt, Holzverarbeitung, Sofa, großer Tisch, dass man mit mehreren Leuten arbeiten kann. Ich werde den großen Raum halt nicht so zugestellt haben, deswegen werde ich hier ein ziemlich fettes Regal einbauen, was die gleiche Höhe hat, aber viel tiefer ist. Handtuch runterlegen, schieben. Wir müssen jetzt mal ein bisschen aufräumen und irgendwie versuchen, einen Grundzustand herzustellen. Juhu, schon viel besser. Und jetzt kümmern wir uns um den nächsten Raum, der natürlich noch nach etwas Liebe schreit, wie man sieht. Ah, Leute, und richtig geil, ich habe mir eine neue Maschine geholt heute, weil ich habe jetzt auch mehr Platz. Guck mal hier, so eine schöne kleine Abrichte. Schön alt. Guckt euch mal die Details an. Alte Maschinen sind einfach das Geilste, was soll man dazu sagen. Dieses Design alleine, mega krank. So, und was den ganzen Schlamassel hier angeht, wir haben hier 2 Prioritäten. Erstmal eine grobe Ordnung und dann ein bisschen Gemütlichkeit reinbringen, damit wir hier uns wohlfühlen können. So, jetzt bauen wir hier die Werkzeughalter um. Die ganzen Gitter hier, die sollen hier drüben an die Wand. Und, hä? Okay. Das ging schnell. Joni Boni 1000 und Tumsel haben mich überzeugt, diesen Boden rauszunehmen. Ich fand den auch immer ein bisschen gemütlich so. Diese Wärme, aber es ist Quatsch, es ist Quatsch. Wir gehen auf Feld.
Alter, wie krass dieser Boden ist, ey. Danke Thomas, danke Joni, dass ihr mich überzeugt habt. Thomas und ich waren im Baumarkt, wir haben versucht hier eine Bodenfarbe zu finden. Der Farbton weicht leicht ab. Fällt doch jetzt nicht so krass auf, oder? Ah ne, das ist nur ein Schatten. Das ist die neue Farbe. Ja. Leute, hört ihr das? Er ist viel zu ruhig. Wir brauchen Mucke. Jonas kümmert sich um die Boxen, Thomas ums Internet und ich werde schon mal ein paar Lampen aufhängen jetzt. Ey, was Licht ausmacht, ne? Das ist einfach unnormal. Oh, wie schön, Alter. Geiler Magnetsockel. Ich habe ja hier diese LED-Leisten, genau das gleiche System werde ich jetzt auf drüben einbauen, weil ich bin kein Fan von diesen viereckigen LED-Panels. Leute, das ist wirklich das simpelste System ever. Einfach ein Seil mit dem Kabelbinder gespannt und die Lampen entspannt dran gehangen und fertig. Das ist eine Sache von 5 Minuten. Sehr gut. Ist gleich auf der anderen Seite. Oh, ach jo, habe ich ja schon gemacht. Hier, Freunde, Schraubenregal, habt ihr vielleicht schon bei Insta gesehen. Aus einer alten Schublade, mega. Und guck mal hier, es gibt große Verpackungen und es gibt kleine Verpackungen. Damit die alle auf einem Level sind, ist hier noch so ein Holzstückchen drin. Dann ist das auch alles schön ordentlich. Wenn ich es dann mal reinbekomme, ja, cool. Jetzt noch mal ein paar Steckdosen verteilen. Anschraubbare Steckdosen, ne? Bestes Leben. Es wird, es wird, es wird! Richtig gut, ey. Schön Strom in der Mitte vom Raum. Beste. Jetzt kümmere ich mich mal um diese Heizungsrohre. Die sind noch im Betrieb, aber wie ihr seht, so ein bisschen abgerockt. Deswegen Alu-Tape. Nicht perfekt, Freunde, aber tausendmal besser als vorher. Oh, und guck mal, hier wachsen schon Blümchen rein. Wow. Leute, wenn ich mich umgucke, es gibt natürlich noch an jeder Ecke was zu tun, aber wir sind schon recht weit. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich mich nicht in die Details verliere. Grundzustand herstellen und ein bisschen Gemütlichkeit. Das ist die Priorität fürs Video und für das ganze Projekt. Let's go! Ich habe mich gerade dazu entschieden, die Maschine nochmal runterzunehmen von dem Tisch, weil ich hier eine fette Eichenplatte hingemacht habe. Das ist halt dadurch alles viel massiver und ich finde es auch ein geilerer Kontrast zu dem Grün. Eine Nacht später, Leute, alles getrocknet, Maschinen drauf. So, das ist jetzt erstmal die Anordnung. Säge steht in der Mitte. Tischhöhe passt übrigens exakt mit diesem Tisch. Das ist einfach mega geil. Kann man schön lange ins Material legen. Und wenn ich mal was fräsen möchte, dann kann ich die einfach vorziehen. Wenn ich die nicht brauche, schiebe ich die nach hinten. Vorteil von einem langen Arbeitsplatz, merke ich jetzt. Richtig, richtig gut. Das hier lasse ich erstmal frei. Hier ist zum Lackieren und so. Vielleicht kommt da auch noch Holz hin. Ich bin mir noch nicht sicher. Mega! Freunde, wisst ihr, was ich an dem Raum richtig gut finde? Diese abgerockten Wände, ja? Der neue Raum ist jetzt halt weiß gestrichen, tausendmal besser als das dunkelrot, aber es ist zu clean alles. Es sieht aus wie in so einer Wohnung. Ich habe mich jetzt spontan entschlossen, nochmal ein bisschen Grau reinzubringen. Mal gucken. Ihr kennt es vielleicht. Ihr habt eine Situation, da würdet ihr am liebsten vom Werkzeug her so einen Stechbeitel benutzen, aber die sind natürlich viel zu schade für so Drecksarbeiten. Deswegen war ich so schlau und habe mir einfach für 2 € alte Stechbeitel auf dem Flohmarkt gekauft, die ich jetzt einfach die ganzen Jobs nehmen kann, wofür die zu schade sind. Zum Beispiel First Try! Für sowas. Okay, es gefällt mir richtig gut mit dem Grau. Ich will mehr. Komm, wenn wir schon mal dran sind.
Als ob ich hier alles streiche, ey. Das Sofa steht ja eh davor. Finde ich nicht so geil. Mach ich wieder weiß, geht ja schnell. Thema Absaugung. Alle Geräte, die viel Staub erzeugen, habe ich auf einer Seite stehen. Das ist dann super für die Absaugung. Aber die Bandsäge steht da hinten. Die bekommt jetzt erstmal einen kleinen eigenen Staubsauger. Erst Hilfkasten, Freunde. Und natürlich die passenden Dübel. Auf dass er möglichst verschlossen bleiben werde. Anderthalb Monate Arbeit, Leute. Ich finde, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Es ist natürlich alles noch nicht fertig, es ist nicht perfekt, aber es ist so ein unglaublicher Schritt in die richtige Richtung. Ich bin mega hyped, Leute, auf die Metallwerkstatt, ey. Freunde, ich bin so dankbar, dass ich das Glück hatte, hier die Werkstatt einzurichten. Das ist unnormal. Es ist einfach dieser Punkt, Mann. Ey, über ein Jahr war dieser Raum voll, Leute. Wenn ihr Ideen habt, was ihr jetzt als nächstes machen würdet in der Werkstatt, sagt mal Bescheid. Schreibt es in die Kommentare. Was soll ich sagen? Ich bin mega sprachlos. Das ist die geilste Werkstatt, die ich einfach jemals hatte in meinem Leben. Vielen Dank an alle meine Freunde, die mir so viel geholfen haben bei der ganzen Umgestaltung. 1,5 Monate haben wir jetzt quasi hier dran gesessen und wir haben eine gute Grundlage, würde ich sagen, jetzt geschaffen. Und vor allem, Leute, vielen, vielen Dank an alle Patreons, die das hier überhaupt ermöglicht haben. Wenn ihr Bock habt, mich zu unterstützen, checkt den Link aus. Schön, dass ihr da wart. Vielen, vielen Dank. Habt einen schönen Tag. Bis bald. Yeah. Nein, Freund, ich habe nicht gepupst. Der Tisch hat gequietscht. Nur, dass ihr Bescheid wisst.